Das ist die Revolution im Caravan-Bereich. Ja, ein ganz kurzes Fahrzeug mit einem Hubbett, einer großen Stehhöhe, trotzdem einer Küche mit eingebaut und allem drum und dran. Und ja, hier steht sie, die Patricia. Patricia, nimm mal kurz die Maske ab, dass ich dich mal sehen kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ein ganz besonderes Auto. Ich zeige es mal gerade. Wir halten Abstand. Hubbett und Panoramaküche der Caravan 390 PUH, ja. Ich grüße dich, Sabrina. Hi Sven. Ja, das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Es ist schwer umlagert. Die Leute wollen rein, denn der ist wirklich, ich zeige es mal gerade, sehr, sehr kurz, richtig? Richtig, genau. Ein Einachser mit tollem Raumvolumen. Alles möglich. Genau, es ist alles möglich deswegen, weil das Bett nämlich getrennt ist. Das heißt, das Bett findet im Wohnraum gar nicht statt, wenn man es nicht braucht. Man muss es auch nicht mitfahren, richtig? Oh, es ist versteckt. So, das Ganze schauen wir mal von hinten an. Ja, Weinsberg, das ist eine Tochter des Knaus-Tabbert-Konzerns. Diese Fahrzeuge sind sehr, sehr preiswert, muss man sagen. Also für das, was sie bieten, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Das ist top, jawohl. Hier oben sieht man ein Heckfenster auch mit drin, das hat man auch selten. Korrekt. So, die Hubstützen unten, die ich jetzt habe, die sind manuell, die kann man rausdrehen. Aber das Besondere ist wirklich 390. Steht das für die Länge? 390er Aufbaulänge, jawohl. Okay, also knapp 4 Meter. Das ist so. Ja. Andere Seite schauen wir uns mal ganz kurz an. Denn er hat wirklich alles. Er hat 2 Fenster mit drin. Hier vorne sieht man schon einen Teil da von dem Hubbett. Das ist ein bisschen runtergefahren, aber wir werden gleich mal das mal durchgehen. Hier ist das Bad mit drin. Also auf 3,90 Meter hat man einen Understatement-Wohnwagen. Wenn Sie mit dem auf den Campingplatz fahren, ja, dann will jeder da rein und gucken. Es sei denn, man verrät nichts. Das ist so. Denn er wirkt von außen, ist eins, was auffällt, ein bisschen höher. Er ist ein bisschen höher durch das Bett, was wir ja versteckt haben, was wir gleich sehen. Genau, hier vorne der Gaskasten, 2 Stück. Das heißt, ich spare von der Länge her ein komplettes Bett. Das heißt, der entspricht einem fast 6 Meter, 7 Meter Auto. Wohnwagen. Meine ich doch. Fahrzeug. Fahrzeug. So ist es. Ja, die Alkoachse, die drauf ist. Ja, wir gehen am besten mal rein. Auch hier auf Wunsch kriege ich das mit Dual-Control. Das heißt 2 Gasflaschen, die automatisch umschalten. Korrekt, genau. Nach oben hin alles offen. Das muss jeder wissen, ob er das noch alt bewährt macht, mit Anschließen, Abschließen und so weiter und so fort der Gasflaschen. Ansonsten Mono-Duo-Control. Ja, es gibt ja viele Sommerurlauber, die kochen eh nur. Da langt sogar eine kleine Gasflasche für den ganzen Urlaub, muss man sagen, wenn man nur kocht. Im Sommer, definitiv. Ja, so ist es. Denn Heizung, so Übergang, ist der denn im Winter zu benutzen? Das heißt, wenn ich 2 Gasflaschen mache, das geht, oder? Die Fahrzeuge sind alle wintertauglich, nennt man das. Also da hat sich noch keiner beschwert. Wir hatten Kunden, da haben wir am Anfang, wie die Marke Weinsberg auf den Markt kam, immer gedacht, oh, oh, oh. Jeder ist noch heute damit hellauf begeistert. So, und die gibt es schon ein bisschen länger. Ja, Sonderausstattung, Serviceklappe, Heck rechts. So, man sagt so, ich brauche das alles nicht. Ja, aber Sonderausstattung ist da was ganz Wichtiges. Hier ist alles Sinnvolle verbaut im Ausstellungsstück, oder? Da ist alles Sinnvolle verbaut im Ausstellungsstück, wie du jetzt eben auch so ein Heckfenster noch erwähnt hast. Er hat halt beidseitig jeweils immer ein Fenster. Das Heckfenster muss man wählen, ob man das möchte oder nicht. Also es ist auch einiges hier unten, wie du siehst, nochmal zusätzlich mit in dem Fahrzeug hier ausgestellt. So, sie macht mal kurz die Tür zu. Fliegenschutz ist wie überall auf Wunsch integriert? Nein, das Weinsberg-Fahrzeug stellst du dir eigentlich von Grund auf zusammen in Bauweise. Okay, das heißt, du kannst jede Option einzeln wählen. Jawohl. So, hier vorne, da ist die Tür, Weinsberg. Doppelt verglaste Fenster, ausstellbar. Ich zeige mal gerade so im Detail. Und wir haben dieses Hammerblech, was mit dabei ist. Gut. Das ist auch die Fahrzeuge nur mit Hammerschlagblech. Hammerschlagblech. Du kannst noch wählen, ob du Alufelgen haben möchtest. Das kannst du wählen. So, und jetzt kommt schon das erste ganz Besondere. Also das Fahrzeug ist in allen Punkten ganz außergewöhnlich, richtig? Ja, das ist eine Küche. Wenn jemand einen Wert auf Küche legt mit viel Helligkeit, in dem kleinen Wunder hier perfekt. So. Ich spiele schon ein bisschen rum. Alle Türen sind natürlich dagegen auch gesichert. Sabrina, fairerweise muss man dazu sagen, du bist, also für Leute, die ich jetzt das erste Mal sehe, du bist erst Camperin, du hast noch nie gecampt vorher. Ich habe dich mit auf eine Messe genommen, habe gesagt, du probierst einfach mal alles aus. Du bist 23 Jahre alt, bist Radiomoderatorin und studierst Journalismus. Kannst du mittlerweile die Leute verstehen, die sich hier auf so einer Messe umgucken wollen und sich mal alle Trends anschauen möchten?
Auf jeden Fall. Also ich finde sowieso Messen mega interessant, weil es immer die absoluten Neuheiten gibt. Und auch hier der Caravansalon in Düsseldorf ist super interessant. Man hat quasi die Möglichkeit, von einem ganz kleinen Wohnwagen bis hin zu den Luxusreisemobilen hineinzuschauen. Also sehr, sehr interessant. So, hier vorne sieht man, also das ist sehr außergewöhnlich. Ich zeige mal gerade, wir sind auf unter 4 Meter Aufbauhöhe und Breite. Und hier vorne habe ich ein Riesenfenster oben drüber. Das heißt, ich habe richtig Licht. Ich habe eine ganz große Küche im Heck. Das wünscht man sich manchmal im Wohnmobil, sage ich mal, diese Anordnung. Und da habe ich den Möbelgriff in Aluminium. Das Ganze macht einen sehr wertigen Eindruck. Jawohl. Komplett überarbeitet der Caravan. Hier vorne ist der Kühlschrank. Das erinnert schon fast an so eine Küche zu Hause, oder? Richtig, so hat manch einer keine Küche zu Hause. So. Müssen der Sabrina mal helfen. So ist es. Die müssen alle gesichert sein während der Fahrt und so weiter, wegen den Belastungen. Das ist so, wenn man das noch nie gemacht hat, das heißt Einweisung bei so einem Fahrzeug, wenn jemand noch nie gecampt hat, sollte er schon einen halben Tag mitbringen, oder? Da sollte er bei uns auf jeden Fall was mitbringen an Zeit und das Ganze bei uns in dem Moment mit der Technik durchgehen. Wir sagen immer, ob ihr Neucamper, Altcamper, Gebrauchtcamper seid, wir gehen mit euch die Fahrzeuge von vorne bis hinten durch. Und wenn ihr hinten nicht mehr wisst, was vorne war, noch auch gerne einmal. Man muss auch dazu sagen, manche Schränke gehen noch recht schwer auf oder jetzt auch so der Kühlschrank, die kommen wahrscheinlich direkt vom Werk, oder? Das ist richtig. Die hat noch nie einer aufgemacht. So, und das ist die Aufteilung. Was direkt auffällt, Riesenschränke, das ist das, was man oft vermisst, also um was hinzuhängen. Richtig, Volumen, dass man auch Sachen stauen kann und so weiter und so fort, immer ganz wichtig. Wir sprechen hier auf unter 4 Meter Aufbaulänge. Das heißt, ein sehr kompaktes Fahrzeug, das alles mit drin hat. Und wir werden gleich mal das Geheimnis lüften, denn zurzeit ist das Hubbett schon ein bisschen runtergefahren. Das Fahrzeug hat ein Hubbett. Das hat ein Hubbett. Also am Abend kannst du hingehen und dein Bett nach unten bewegen, hängst die Leiter ein, krabbelst hoch und kannst schlafen. Ja, du musst nichts umbauen groß. Das heißt, hier mal an die Polsterwände noch wegnehmen. Ja, genau. Brauchst du gar nicht. Geht ganz bis unten geht hin, so. So wie du das jetzt hier siehst. Die Schränke kommen direkt in die Höhe von den Sitzpolstern und eigentlich könnten unten dran da auch noch mal 2 Leute schlafen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann müsste das Bett je nachdem nach unten oder oben gehen. Kannst du es justieren, genau. Einmal Genau, nach oben, einmal nach unten. Je nachdem, wenn die nicht schon irgendwas hier über Tag mit Mutwillen kaputt gemacht haben, funktioniert. Aber auch das sollte es ja aushalten, sage ich jetzt mal. Sabrina, geh mal kurz hin. Guck mal, vielleicht mit etwas mehr Schmackes. Oder vielleicht eventuell sogar festgestellt hier. Das ist der Vorführeffekt. Der Vorführeffekt. Jetzt geht's. Was war jetzt der Trick? Krass. Hier vorne sieht man sehr schön das Raumgefühl jetzt, was ich habe. Nimm Platz. Das ist unglaublich. Ich habe eine Stehhöhe. Sabrina, stell dich mal hin. Du bist 1,67 Meter. Ja, du kannst komplett stehen, richtig? Das macht die neue Höhe, die hier drin ist. Und ja, ein Hubbett im Wohnwagen, das hat man ganz selten. Ja, richtig. Gibt es bei Weinsberg jetzt seit letztem Jahr. Einmal in diesem Grundriss und einmal in einem Grundriss mit 2 Einzelbetten. So, hier dürft man die Masken ausziehen. Dann wird es ein bisschen einfacher. Wir sind ganz alleine jetzt hier drin. Die Sicherheitsdurchsagen werden laufend gemacht. Ja, das mit den Masken ist aber Pflicht. Ansonsten können hier die Messe gar nicht stattfinden. Korrekt, genau. Und wir sind ja froh, dass wir euch das alles anbieten können. Und es wird auch sehr dankend angenommen, muss man wirklich sagen. Viele Besucher. Toll. Ihr seid der größte Tabakhändler Europas. Weinsberg und Tabat gehören zur gleichen Gruppe, muss man sagen. Ihr habt normalerweise Doppelachse am Programm, das muss man dazu sagen. Aber das hier war jetzt mal so ein Highlight, wo wir gesagt haben, das stellen wir mal vor, weil ganz viele nicht wissen, dass es das gibt als Information. Ja, es gibt's und man hat... Wir können es besorgen, wir handeln auch damit. Wir haben Weinsberg und haben Tabat. Also, seid herzlich willkommen im Hunsrück. Hier oben habe ich sogar noch Schränke und die Schränke gehen mit rauf und runter. Die kommen bis hier an das Sitzpolster mit. Du könntest rein theoretisch, wenn du das möchtest, auch noch hier dann Platz nehmen und einer könnte noch unten sitzen, während der eine oben schon liegt. Ja, also stark ist hier,
dass die Auflagen, die man drauf hat, die könnten sogar oben liegen bleiben. Das heißt, ich muss also jetzt nicht noch einen extra Platz finden, wo ich das habe. Ich habe so viel Luft da noch oben drüber, dass das geht. Die Leiter liegt auch oben drauf. Ja, wenn du mal so lieb bist, komm noch mal raus. Den Tisch kann ich nämlich runterklappen und kann den unteren Bereich noch mal komplett zum Schlafbereich umrüsten. Jawohl. Aber so, Noch 2 zusätzliche Plätze. genau, so richtig genial wäre es eigentlich für 2 Personen. Ich habe einen riesen Wohnwagen und habe eine ganz kurze Bauform, die hier mit drin ist. Gut, wenn du mal so lieb bist, mach's noch mal runter, dass wir die Sabrina mal, die Patricia mal drauf machen. Also hast ja dementsprechend. Ja. So, der rastet jetzt noch ein, das heißt, man könnte es sogar noch nutzen. Ja. Es ist nicht der Highlight, aber es geht mal. Okay. Rund, aber es- hinten in der Ecke könntest du rein theoretisch sitzen noch. Ja, man könnte noch Fernsehen gucken, man könnte auch am Tablet irgendwas machen. Wenn man sich hinlegen würde, das würde gehen. So, das heißt, also ich könnte es unten nutzen, kann unten schlafen, kann oben schlafen. Und das Starke hier dabei ist, dass wir Du musst nicht hochspringen, hast ja, eine Leiter. eine Leiter haben zum Aufschlagen. Nee, das Starke ist, dass wir, ich sag mal, oben alles liegen lassen können. Wie wir sehen, das heißt, die ganzen Sachen, die liegen drauf. Man hat noch richtig viel Platz da hinten, den ist beleuchtet. Ein sehr, sehr durchdachtes Konzept. So, Preis 20.209 €. Das Badezimmer gibt es auch? Ja, hier. Sesam, öffne dich. Jetzt kommst du aber nicht rum, gell? Doch, es geht, warte. Hier oben habe ich das von außen auch schon mal gesehen. Hier habe ich alles auf kleinsten Raum. Ich habe eine Dusche mit drin. Da oben ist der Duschkopf, der eingehängt werden kann. Ich habe meinen Handtuchhalter wie immer mit drin, ein großes Fenster mit drin. Ein Einhandhebelmischer. Ein bisschen Vorsicht mit Optionen. Man möchte auf der Messe ja gerne das präsentieren, was möglich ist. Also im Einzelfall muss das Fahrzeug konfiguriert werden. Ja, wie ist ungefähr die Lieferzeit bei Weinsberg? Ein gutes halbes Jahr. Wenn wir jetzt auf der Messe bestellen, sagen wir nächstes Jahr im April, zu den Ostern können die Leute starten. Und wer jetzt noch profitieren möchte, der profitiert von Messeangeboten noch. Und das ist top bei Wein. Auch bei euch im Laden. Das heißt, wenn ich in den Laden komme, gibt es auch ein Messeangebot? Das gibt es nur auf der Messe, dieses Let's Go-Paket. Okay, das heißt, die müssen sich jetzt beeilen. Ja, Aber ich habe gehört, wenn einer zu dir kommt, auch nach der Messe, man kann über alles reden. Über vieles. Da kann man noch ein bisschen über einiges reden, ja. Wir wollen da nicht en Detail gehen. Schön. Ja, machen wir mal zu. Und ich zeige noch mal ganz kurz. Ich muss das noch mal zeigen. Also diese Küche hier, das ist krass. Das ist echt gut gemacht. Das ist wie zu Hause. Das heißt auch vom Möbelbau her. Auch jetzt Soft Close. Also alles, was das Herz begehrt. Die beiden Fenster mit drin. Der große Spiegel ist mit drin, da kann ich mich komplett gucken. Übrigens, auch wenn Sie denken, der ist so schmal, wenn man weiter weg geht, man sieht sich komplett drin. Das ist ganz witzig. Also kann man sich ja hin und her bewegen. Hier habe ich USB noch mit drin. Ich habe die Stecker an den richtigen Punkten. Gibt es den auch mit einer Aufbaubatterie autark? Kann man das bestellen? Kann man mit tatsächlich 12 Volt Autarkbatterie bestellen und die punkten halt die Fahrzeuge mit Leichtbauweise für. Auch die Interesse haben, die nur einen B-Führerschein haben, die kommen hier mit den Zulademöglichkeiten und alles klar. Wenn das Fahrzeug, Ihr Zugfahrzeug, dementsprechend mehr wiegt wie der Wohnanhänger, beladen und Sie nicht über 3,5 Tonnen kommen, können Sie das mit Ihrem ganz normalen B-Führerschein fahren, was Nochmal. ganz, ganz wichtig ist. Nochmal zusammenfassen. Das heißt, ich habe jetzt ein Fahrzeug zum Beispiel, das wiegt 1,5 Tonnen. Ja. So. Und das zulässige Gesamtgewicht ist unter 3,5 Tonnen. Dann brauche ich keinen extra Führerschein. Ja, dein Fahrzeug müsste dann in dem Moment genauso viel wiegen, also 1,5 Tonnen zum Beispiel. Dann bist du ja noch unter 3,5 Ja. und dann kannst du das hier mit dem B-Führerschein fahren. Und hast noch Zulademöglichkeiten. Super. Ja, wir lassen das Bett mal runter. Dann lassen wir die Patricia mal oben aufs Bett drauf. Ein echtes Raumwunder. So, da musst du ja nicht fliegen. Dann holen wir das Ding hier schon mal runter. So, Umbau wahrscheinlich in ein paar Sekunden passiert. Und jetzt darfst du mal auf den Knopf drücken. Mal gucken. Das ist jetzt ein bisschen nach unten, genau. Dann hängst du dann den hier ein. Und jetzt haben wir natürlich genau das Ding hier dort. So. Okay. Prinzessin auf der Erbse. Aber es geht, problemlos. Funktioniert. Und es ist so ein kleines bisschen heimelig jetzt, ja. Ist es okay mit der Höhe? Ja, auf jeden Fall. Ach, ich müsste eigentlich, glaube ich, da oben liegen. Ah, nee, das ist egal. Das ist egal. Ich habe hier noch einen Rausfallschutz. Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man Kinder hat. Ja, das ist auch als Erwachsener wichtig manchmal. Je nachdem, wenn das Glas Rotwein
noch dabei war. Da fällt man aber nicht so leicht durch die Ritze. Ne? Das klar. Cool. Also was auch direkt auffällt. Ja, vielen Dank, Patricia. Das heißt, 2 Leute könnten hier locker Platz haben, gell? Korrekt, das ist ja. sehr groß. Ist das schön, wenn du dich mal ganz in die Ecke legst, dass man mal sieht? Also es sieht jetzt so aus, als ob nur du Platz hättest. Weiter rein, weiter rein. Du bist ja so ein Wandschläfer, nehme ich an, oder? So. Ja. Ja. Genau. Ja. Und einmal kurz aufs Kissen legst. Schön. Hat noch keiner gemacht, der nagelneu. So, und jetzt zeige ich mal gerade die Schuhe mal ganz nach hinten. Neben die andere Ecke. Die dürfen doch nicht aufs Bett. Ja, ganz ruhig. Nee, da ist doch eine Folie drauf. Kannst du ruhig machen. Mama hat es verboten. So, ich will nur einmal kurz zeigen, wie viel Platz jetzt noch ist. Weil es sieht nämlich jetzt so aus, ob das Bett zu klein wäre. Nein, es ist wirklich riesengroß, ja. Ja, du hast ja hier in dem Moment ein Bett von... Ja, sie guckt mal nach. Hier siehst du auch die Zuladung. Hm? Top. Ja. Einwandfrei. Bis zu 4 Schlafplätze. Du hast im Hubbett 2,1 Meter mal 1,48 Meter. 2,1 Meter mal 1,48 Meter. Super. Der Cara One 390 PUH. PUH. Da ist er. Ja, komm mal raus, wir machen die Abmoderation. Bisschen hektisch, aber es hat dann funktioniert. Denn mit 3 Leuten im Wohnwagen drin, das ist dann schon unter Kamera toll. Und die Patricia kommt jetzt mal runter aus dem Hubbett und ich zeige euch nochmal gerade die Außenansicht mit den Fenstern, an denen wirklich nicht gespart wurde. Und auf Wunsch gibt es ja wahrscheinlich das Ganze auch, wenn man das will, auch mit Leichtmetallfelgen. Das heißt, die Aufpreisliste ist... Kannst du nach oben hin, ist alles offen. Genau. Und wie gesagt, Messe mitnehmen, Messepaket. So, ihr seid der größte Tabaten Europas, AMC Schmidt. So, und ihr habt auch Weinsberg im Programm, das muss man dazu sagen. Ihr seid in Ida-Oberstein, die Leute kommen aus ganz Europa zu euch, habt ein großes Zentrum, könnt alle Fahrzeuge besorgen, am besten anfragen. Im Moment, wenn man nicht telefonisch durchkommt, das passiert leider schon mal, ja, auch mal eine E-Mail schreiben und findet das ganz einfach, googeln AMC Schmidt. Und ja, vielen Dank erstmal Sabrina und vielen Dank, liebe Patricia. Wieder was Neues gelernt. Ein Hubbett im Wohnwagen. Cool, oder? Ja, richtig cool, klein, kompakt, alles was man braucht. Eine tolle Küche mit dabei. Ja, Caravansalon 2020. Hier ist er.